Hallöchen, da bin ich wieder und bin schon wieder unterwegs. Gestern habe ich gar nichts gemacht, gestern war ich zu Hause oder beziehungsweise ich habe entwässert. Bis nachmittags habe ich nur auf dem Sofa gelegen, jede Menge Flüssigkeit verloren und ganz vorsichtig muss man das ausgleichen, das Problem da beim Kreislauf. Deshalb habe ich nichts gemacht, auch nicht gefilmt. Ich habe mich um meine Hunde gekümmert und naja, dann das Video fertig gemacht, schnell. Das zweite habe ich eben, ich bin ja halb mitten in der Nacht aufgestanden und jetzt bin ich auf dem Weg zur Blutabnahme nach Imatra. Gleich geht es über die Motorradrennstrecke wieder. Ja, die Hunde sind zu Hause. Sie haben sich gefreut, mich zu sehen, aber sie waren doch gestern sehr reserviert. Gerda hat mit mir gar nicht gesprochen. Sie hat meinen Rücken zugedreht, sie lag nur im Wohnzimmer. Wahrscheinlich ist sie auch traurig. Sie hat dort Freunde gefunden. Ich kann ja mit ihr immer noch nicht laufen, das wollte ich morgen in Angriff nehmen. Ja, und Thor ist im Garten. Thor geht es leider schlecht. Und ich habe mich also entschieden, nächste Woche mit ihm zum Arzt zu gehen. Ja, es kommt jetzt alles auf einmal. Der nächste schwere Schlag. Und gleich müssen wir erstmal sehen, wie die Ergebnisse sind. Ob sich was geändert hat. Wenn die Werte da sind, muss ich sofort nach Lappenrand da ins Krankenhaus. Und dann mit meiner Ärztin sprechen. Ich hoffe, dass ich dann wieder nach Hause kann. Denn das mit Thor muss geregelt werden. Der arme Kerl hat so Schmerzen. Das Einsteigen und Aussteigen ins Auto, das hat ihm nicht gut getan. Und in der Pension hat man schon gesagt, es wäre besser. Es wäre besser. Ja, ein schwerer Schlag. Gerade jetzt. Ja. Aber lass mal über was anderes reden. Schaut mal hier, wie schön das Wetter ist. Schöner strahlend blauer Himmel. Ich muss mal was schneller fahren. Ich bin so spät losgekommen. In 5 Minuten habe ich meinen Termin. Ich habe noch 10 Minuten zu fahren. Das ist jetzt hier die Rennstrecke. Mal schauen, vielleicht filme ich die noch mal komplett. Hier vorne rechts ist irgendwo die Boxengasse. Dann gibt es hier auch eine Gedenkstätte mit den verunglückten Fahrern. Bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube hier rein ist die Boxengasse oder was, weiß ich nicht. Naja gut, ich muss jetzt mal hier fahren, ein bisschen Gas geben. So, da bin ich wieder. Nochmal für diesen Tag. Wir haben schon 10 Uhr, hat ein bisschen gedauert jetzt. Ich sehe zerzaust aus. Ich habe ganz vergessen, zum Friseur zu gehen. Ja, vielleicht muss ich
Mein Nachtisch erstmal nehmen. Also das mit den Atemschwierigkeiten, das ist besser geworden. Die Erhöhung der Dosis meiner Entwässerungstabletten ist gut. Viel Wasser ist rausgekommen. Ich konnte heute 4-mal die Treppe bis nach oben laufen in meinem Büro, Videos schneiden. Nee, war öfters, weil ich die Kamera vergessen hatte oben. Da bin ich 3-mal umsonst hochgelatscht. Habe immer was anderes gemacht, wieder runtergekommen. Und da fiel mir ein, ich habe die Kamera oben. Und eben ich schon mal hochgelatscht bin, da habe ich geguckt. Da fiel mir ein, dass ich die in die Küche auf den Tisch gelegt hatte. Also konnte ich wieder runter. Naja gut, kein Problem, ist gut, die Bewegung. Treibt das Wasser aus dem Körper. Ja, mit Gerda war ich eben auch mal spazieren, nur ein kleines Stück. Und jetzt liegen meine beiden Hunde hier. Dor habe ich gerade reingeholt. Und er wird mich heute Nacht wieder wecken, denn er will wahrscheinlich wieder in den Garten aufpassen. Es war ein Scheißtag, anders kann man es nicht sagen. Auf dem Rückweg von der Blutabnahme bin ich beim Tierarzt vorbeigekommen, an der Tierklinik. Hab kurz mit denen gesprochen und nächste Woche ist es soweit. Ich werde meinen besten Freund verlieren. Er war mir immer eine große Stütze in den ganzen Jahren, wo ich krank war. Er ist mein Seelenhund. Aber jetzt ist er so krank. Er hat mir 2-mal das Leben gerettet. Das erste Mal war, als es mit meinem Herz anfing. Er hat beim Spaziergang gemerkt, dass ich sehr schlecht Luft bekam, wenig laufen konnte. Und er hat nach ein paar Metern den Spaziergang selber abgebrochen und hat mich nach Hause gezogen. Daraufhin bin ich dann am anderen Tag zum Arzt und ins Krankenhaus. Das zweite Mal war ein Jahr später. Wir waren am Morgenspaziergang, abends hatten wir einen fürchterlichen Sturm. Und mit einem Mal stoppte er, stellt sich vor mich, Gerda von der anderen Seite, die beiden, die haben mich sofort eingekeilt. Und ein Baum fiel vor unsere Füße. Der Stamm war so 35 Zentimeter. Also hätte gereicht für mich. Dann wäre es vorbei gewesen. Da es noch stark windig war, habe ich das Geräusch gar nicht gehört. Der Baum war morsch im Stamm. Ja, so schnell kann es gehen. Ich habe schon viele erlebt beim Bäumefällen. 7-mal hat es mich fast erwischt.
Einmal habe ich einen Baum auf die Schnauze bekommen, deshalb sind meine Vorderzähne auch schief. Und letztes Jahr ist der eine ausgefallen, der ist abgebrochen, den haben wir immer reparieren lassen. Wegen dem Umzug habe ich den Zahnarzttermin damals verschieben müssen. Und dann brach er leider. Aber gut, jetzt brauche ich ihn nicht mehr. Ja, wie ich schon sagte, ich habe einen Scheißtag gehabt. Ich wollte eigentlich nach Lapperlanda fahren, aber da ging das Telefon. Meine Ärztin rief an. Die Ergebnisse waren da. Was jetzt kommt, werden wir nächste Woche besprechen. Ich werde wieder ins Krankenhaus müssen. Es kommt alles zusammen. Entschuldigung. Ja, wie ich schon sagte, ich muss nächste Woche wieder ins Krankenhaus. Sie sagte mir, dass ich Leukämie habe und eine wahrscheinlich sehr aggressive Art. Ja, so ist das. Meine Chancen sind durch meine Vorerkrankungen nicht gerade gut. Ich bin den ganzen Nachmittag schon am Überlegen, denn von meiner früheren Freundin, der Vater hatte auch Leukämie. Allerdings hatte er schon Symptome, die habe ich noch nicht. Ich bin noch so weit fit, bis eben das Wasser, was ich zu viel habe. Und er hat sich auf die Chemo eingelassen und ist nach 2 Wochen gestorben. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Ich weiß es noch nicht. Ich habe keine Lust, mich voll Chemie pumpen zu lassen. Und dann zu verrecken. Ich möchte in Würde sterben. So sieht's aus. Was soll ich mich darum quälen? Aber wie gesagt, nächste Woche werden wir das Ganze besprechen. Wenn ich Thor eingeschläfert habe. Ja, das kostet auch alles jede Menge Geld. 400 €, wenn er eingeäschert wird.
mit anderen Hunden. Ich wollte immer, dass er Möcki an meiner Hütte begraben wird. Aber der Boden dort ist sehr steinig. Ich weiß nicht, ob ich ihm mein Grab dort schaufeln kann. Ich weiß nicht, ob das hier geht, weil der Boden ist auch noch zum Teil gefroren. Ich werde das nicht in dem Krankenhaus machen lassen, sondern beim Gemeindetierarzt. Ja. Und dann fällt mir meine größte Stütze weg. Aber ich kann nicht zuschauen, wie er weiter leidet. Er kommt kaum hoch. Ich bin froh, dass es jetzt Frühling wird. Er ist die meiste Zeit draußen. Ich habe ihn gerade reingeholt, damit wir den Abend noch gemeinsam verbringen. Er wartet immer, bis ich schlafe. Und dann 1, 2 Stunden später kommt er. Dann habe ich seine Nase im Gesicht. Dann winselt er ein bisschen, weil er raus will. Ja. Ich weiß nicht, beschissener kann der Tag ja nicht sein, ne? Gut. Das Ganze alles zu Ostern. Ich meine, ich mache mir nichts aus Ostern. Nur wenige Leute wissen das bis jetzt. Aus meinem Freundeskreis. In Deutschland ein paar. Ich habe hier meiner besten Freundin noch gar nichts gesagt. Sie wird wohl morgen kommen. Und dann werden wir erst mal schauen, wie wir Thor ins Auto bekommen nächste Woche. Ja. Ja. Das war's für heute. Ich werde die Videos weitermachen. Vielleicht hilft es ja auch dem einen oder anderen, der auch krank ist. Gut. Ich wünsche euch noch was.